Im Hostal El Cazador in Alpera auf dem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante gibt es um 7 Uhr Frühstück. Ich bin etwas zu früh, der Eingang zur Restaurantterrasse ist noch geschlossen. Es ist noch frisch auf der halboffenen Terrasse und ich ziehe zum ersten Mal auf dem Camino de Levante meine Fließjacke an. Zum Frühstück gibt es in den Bars geröstetes Weißbrot, entweder mit Butter und Marmelade oder mit Olivenöl und Tomaten. Als ich um 7:30 aufbreche, vergesse ich meine Wanderstöcke im Restaurant. Der Wirt eilt heraus und bringt mir die Stöcke, wie nett. Er war gestern von einer korrekten, aber etwas ruppigen Art und ist heute sehr freundlich. Er erklärt mir den Weg zurück zum Camino. Bei den gelben Pollern soll ich links zum Bahnhof abzweigen. Alpera liegt 4 Kilometer nördlich des offiziellen Jakobswegs. Die Variante über Alpera ist 8 Kilometer länger, aber man kann so eine sehr lange Etappe von über 40 Kilometern auf 2 Tage aufteilen. Die 8. Etappe auf dem Camino de Levante bringt mich in 28 Kilometern von Alpera nach Higuera. Dieser recht unbekannte Jakobsweg ist 820 Kilometer lang und verläuft von Valencia nach Zamora. Ab Zamora kann man der Via de la Plata und dem Camino Francés oder dem Camino Sanabres bis nach Santiago de Compostela folgen. Ein kleiner Hund spielt mit mir Verstecken. Auch die Variante über Alpera ist mit den gelben Jakobswegpfeilen markiert. Im Osten hängen dunkle Wolken tief über dem Horizont, doch der Wind kommt von Westen und dort scheint schon die Sonne auf die Hügel. Nach 4 Kilometern treffe ich auf die offizielle Route des Camino de Levante. Drei Gewehrschüsse reißen mich aus meinen Gedanken. Ich laufe hier durch ein privates Jagdgebiet. Um 9 Uhr wird es langsam wärmer und ich verstaue meine Jacke im Rucksack. Im Süden Spaniens werden die Reben oft nicht an Drähten in Spalierform gezogen, sondern als Büsche. Buschreben lassen sich nicht maschinell ernten, sondern nur mühsam von Hand und in gebückter Haltung. Die Buschform hat in heißen, trockenen Ländern aber den Vorteil, dass sich die Pflanzenabstände variieren lassen und so die Pflanzen weniger um das knappe Wasser konkurrieren. Zusätzlich bilden Buschreben ein dichtes Blätterdach, das die Trauben vor der Sonne schützt und die Erde nicht so schnell austrocknen lässt. Ein zweites Mal wird die Bahnlinie überschritten. Hier stelle ich um 9:15 erstaunt fest, dass ich schon die halbe Etappe hinter mir habe. An diesem frischen Morgen läuft es sich sehr angenehm. Auch den Rucksack spüre ich kaum, anscheinend habe ich mich inzwischen an das Gewicht gewöhnt. Hier sehe ich ein Schild des Camino de la Vera Cruz. Dieser 900 Kilometer lange Pilgerweg verläuft von Roncesvalles gemeinsam mit dem Jakobsweg Camino Francés nach Puente la Reina. Dort zweigt der Camino de la Vera Cruz nach Süden ab und endet im Pilgerort Caravaca de la Cruz, 130 Kilometer südlich von hier, wo eine Reliquie des Heiligen Kreuzes verehrt wird.
Die zweite Hälfte der heutigen Etappe verläuft komplett auf Asphalt entlang einer Landstraße. Es ist Sonntag und ich treffe auf sehr wenige Autos. Ich bin nun seit 4 Stunden unterwegs und brauche eine Pause. Es gab bisher kein Plätzchen, wo man sich hinsetzen konnte. Der Weg ist hier ein wenig eintönig und jedes entgegenkommende Auto ist eine willkommene Abwechslung. Schließlich ergibt sich doch eine Möglichkeit für ein schattiges Päuschen etwas abseits der Straße. Die Nusskekse entpuppen sich leider als Schokoladenkekse, sie sind aber trotzdem lecker. Ein kurzer E-Mail-Check. Wie fast überall in Spanien gibt es hier besten Internetempfang. Ich weiß nicht, wie die das machen, bei mir zu Hause steht man meistens direkt hinter dem Ortsschild im Funkloch. Mein Chef schickt eine Arbeitsplanänderung, das braucht mich hier nicht zu interessieren. Nach einer Dreiviertelstunde geht es weiter, es sind noch 7 Kilometer bis nach Higuera. Hinter mir läuft jemand, es wird Christian sein. Ich hatte ihn gestern getroffen, der erste Mitpilger auf diesem Camino. Er hält Abstand. Kurz vor Higuera kommt mir ein Pilger entgegen, das geht hier jetzt wohl Schlag auf Schlag. Es ist ein gut gelaunter Stuttgarter. Er ist vor 6,5 Wochen in Santiago gestartet. Da er den Jakobsweg rückwärts läuft, kann er mir berichten, wer alles auf dem Camino de Levante unterwegs ist. Er hat seit Zamora aber lediglich einen Spanier und ein französisches Rentnerpaar getroffen. Um 2 Uhr erreiche ich Higuera. Es gibt hier eine Pilgerberge mit 3 Betten, aber auch sie ist wegen der Pandemie geschlossen. Ich habe im La Posada de Higuera per E-Mail ein Zimmer für 25 € reserviert. Es scheint einen Pilgerrabatt zu geben, denn bei Booking.com hätte das Zimmer 36 € gekostet. Auf dem Felsen oberhalb der Stadt steht wunderschön die Ermita de Santa Barbara, fast wie das Königsschloss auf der Insel Lummerland aus Michael Endes Buch. Daneben steht Herr Turtur, der Scheinriese mit seiner spitzen Mütze. Im Posada de Higuera befindet sich eine Bar. Ich habe ein schönes Zimmer im 1. Stock. Nach Duschen und Wäschewaschen suche ich mir etwas zu essen. Ein Schild verspricht ein Menü del Día, es gibt dann aber doch nur ein Tellergericht. Ich entscheide mich für eine Schweinshaxe, sie ist lecker und wunderbar zart. Nach einem Verdauungsschlaf mache ich mich auf nach Lummerland. Hinter der Felsspitze mit der Ermita de Santa Barbara steht die neoklassizistische Pfarrkirche Parroquia Santa Quiteria. Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut. Weiter geht es hinauf zur Kapelle.
Die Ermita de Santa Barbara aus dem 18. Jahrhundert war fast vollständig verfallen und wurde 1988 restauriert. Der markante dreieckige Turm wurde erst 1989 angefügt. Higuera ist mit 1040 Meter der bisher höchste Punkt des Camino de Levante. Vom Felsplateau aus hat man einen schönen Blick in die La Mancha. Nach der langen Strecke auf Asphalt schmerzen meine Füße doch sehr. Ich werde heute nicht mehr viel laufen und freue mich auf die morgige Wanderung. Mich erwartet eine sehr schöne Stadt mit dem wohlklingenden Namen Chinchilla de Monte Aragon.